Jo, da sind wir da, bei Tales of Vesperia. Beim letzten Mal haben wir eine Gilde gegründet. Wir sind nun Brave Vesperia. Sind nach Heliod gekommen und haben Rita unter anderem auch wieder gesehen, die ein bisschen Chaos angestiftet hat. Und nun sind wir hier im Arbeiterlager und suchen nach Teil, dem Mann, der Frau, des Kindes, den wir in Caponor geholfen haben. Können Sie uns ein bisschen im Arbeiterlager umsehen. Das hier zum Beispiel ist ein Klo, was wir nicht benutzen dürfen, weil wir ja kein Arbeiter sind und so. Hier haben wir ein bisschen Fluss, hier haben wir ein bisschen Mensch, hier haben wir ein bisschen Haus und hier haben wir ein bisschen Cutscene. Huh? Look who's here. And a group of those red eyes. Looks like Humor has become their new client. Hey, do you think that guy who talks all funny could be the Red Eye's boss? It sure looks that way from here. Get to work! No slacking off, you worms! Look, it's Teagle! If it's money you want, you'll have more than you can use. Now work! Work! Wait! Who? Yuri Lowell, what are you doing here? Princess! You have no right to call yourself a knight. Brute force is not the way to honor the prestige of the Empire. Put down your weapons now. You will also release the people you have tricked into coming down here. This all might be easier if such a naive little princess were to simply disappear. All of your utopian ramblings make me sick. That's not the kind of thing someone with delusions of becoming Commandant of the Knights would say. It's you! You'll be all right now. Jaeger! Get rid of them! Ja, my lord. Nothing personal, you see? Just business. Ach ja, Jäger. Au. Jäger ist irgendwie cool, finde ich. Der hat so eine geile Sprechart. So, hier machen wir erstmal die Viecher fertig. Wo geht denn alle hin? Lass doch mal Estelle in Ruhe. Na, komm. Wieso geht's mir wieder so schlecht? So, einer weg. 2 weg. Lässt du mal Estelle in Ruhe? Au. Mi tot. Was? Wieso sind schon wieder so viele tot? Wow. Whee! Flying. All over the world. Ja, komm her. So, machen wir hier erstmal wieder alles fertig. So, und jetzt? Nightingale, bitte. So, jetzt geht's allen wieder gut. Und Boxenmagen und besiegt. How could the Empire cover for such evil? We can't just let it go. We gotta catch him! In dem Teil gab es nebenbei keine geheime Mission. Oh, Die nächste dauert noch ein I bisschen, must admit, glaube you're ich. very strong. Sir Humor, it's the Flynn Brigade. Flynn! Well, send him away! We tried, but he insists on coming down to perform an inspection. That lower quarter lout, he simply has no tact. Gosh, Drat, Yes, Jaeger. This is our time to shine! I think we better be making the escape, yeah? Ah! What is this? Please, step this way. Move! Move! Time to get a move on! We'll get you next time. What an
original line. If we don't follow them, they'll... Wait! Our job is to rescue Teagle! But... I don't know whose job is what, but are we following them or not? Everyone freeze! That's enough! Hey, just in time. Yuri? Can you get up? Yes. Sorry, but it looks like something's come up. You'll have to head back by yourself. Say hi to the wife and kid for us. I will. And thank you. So we are going after them. Yeah, I'm sure Flynn has things under control here. Sound good, Carol? Yeah. Plus, I think Estelle's gonna take off after him any minute. Sorry. Jeez, we're going after them, right? So let's get going. All right. Yuri, wait! Gotta run, Flynn! Lady Estellise, this journey is far too dangerous for... Tja, hier sind die wieder mal entkommen. Deswegen laufen wir jetzt einfach mal weiter weg. Da hinten sehen wir schon Capua Torin. Und gleich dürfte wieder eine Szene kommen, wo es dann heißt, ja, wir haben sie verloren. Sind wohl doch zu weit weg. Genau hier. There's no sign of them. Looks like they ended up getting away. Where are we anyway? A forest in central Tolbikia. If I'm right, Torum Harbor is east of here. We should probably just get to the harbor rather than going back to Heliord. What? But what about Q-More? Do we just let him go? I thought the purpose of your journey was to find Pharaoh. Well, I wasn't aware brave Vesperia was formed to follow your random whims. I'm sorry. That was never my intention. Oh, she's just telling you to relax. Besides, Flynn's on the scene, right? You can be sure he'll take care of things. Hey, Pharaoh? Brave Vesperia? Start explaining. Just about to ask the same questions myself. Huh? What the? What's wrong, Miss Genius Mage? Forget me already? It's me, Raven the Great. Who the hell do you... I told you, Raven the Great. Man, you're a scary little kid, you know? So, what are you up to? With all the stuff you've been doing, poor Raven got sent all the way out here to keep an eye on you. Why would they do that? First things first, let's go find an inn at Torum Harbor. I'll tell you everything there. Raven's pretty hungry, you see. I suppose there's no point in hanging around here. Torum Harbor is a good first step. Torum Harbor, then. Yes, I'm sorry. I didn't mean to be selfish. Okay, let's go. Damit haben wir auch Raven wieder. That settles it. Our guild is off and running. What settles what? Our guild's gonna be called Brave Vesperia. Estelle came up with it for us. Brave Vesperia, huh? Don't tell me you actually got Estelle to become a member. No. It's just the three of us for now. I'm the boss, and then there's Yuri and Judith, too. What do you think? Pretty awesome, huh? Yeah, it's amazing. They actually let you be the boss. So, erstmal hier wieder ein bisschen Team wechseln. Rita darf wieder rein und unser lieber Raven auch. Auch wenn wir schon gerade dabei sind. Können wir die paar Gegner hier auch fertig machen. Oh, was Neues. Was hast du gelernt? Ja. Was hast du denn jetzt gelernt? Ich habe da nichts gesehen. Ah, Stalagmite. Das kann man auch verändern. Das schaue ich gleich direkt mal, ob ich das Richtige dafür habe. Nö. Lass mir mal Rita in Ruhe. Boah, eine Menge Sachen bekommen. So, schauen wir mal schnell. Fähigkeiten hast du... War das hier? Nee, da. Ethanol. Perfekt. Damit können wir Stalagmite ändern. Einmal kurz demonstrieren. Yeah, I guess we'll fight. Setz mal Stalagmite an.
Ich habe jetzt nicht gesehen, ob man das wirklich gesehen hat, aber mal gucken. Ich stelle einfach mal alles andere. Moment. Ja, da lernst du gerade. Das lassen wir am besten mal an. Ja gut, ob ich das an- oder auslasse, ist eigentlich egal. Das hast du schon. Das hast du schon. Und da kannst du nichts. Au. Schön, wir treffen sie alle, aber ich werde auch noch getroffen. So, Schwert im Bauch und fertig. Wie sieht es mit dem Kochen eigentlich aus? Schottisches Ei. Oh, gemeistert. Gut. Was kann ich denn noch meistern? Meister, Meister, Meister. Meister, Meister, Meister. Meister, Meister, Meister. Meister, 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 Meister. Gut, das brauchst du dann erstmal. Dann lass ich's. Dann muss ich jetzt in nächster Zeit noch eine Menge Salate noch machen. Damit ich auch mal das neue Gericht daraus bekomme. Wir waren zwar nicht lange weg, aber es fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein. Möchtet ihr Weicheier weiter jammern? Oder können wir jetzt in die Gaststätte? Ich habe einen riesen Hunger. Das ist ja gut. Gut, bevor wir aber in die Gaststätte gehen, gehen wir noch woanders hin, denn wir müssen uns wieder ein bisschen um eine Sidequest kümmern. Und dafür müssen wir mit der Frau hier reden. Wie seltsam. Was ist los? Die Shagothin-Blumen sollten sich nur in der Regenzeit öffnen, aber seht, sie blühen bereits. Das klingt seltsam. Nicht wahr? Ich frage mich, ob jemand hier war und den Boden bewässert hat oder so. Würde das ausreichen, um die Blumen blühen zu lassen? Eine andere Sache für eine andere Blüte wäre ein Ungleichgewicht in der Erde. Du meinst, dass dieser Ort... Nein, selbst wenn ich recht habe, kann so ein Ungleichgewicht gelegentlich auftreten. Pflanzen sind Veränderungen in der Erde gegenüber empfindlicher als Menschen. Sie reagieren darauf. Und was in Helium passiert ist, darf sich nicht wiederholen. Was ist um... Judy? Ah, das Aeroblastier des Lagers ist... Ich kann nicht glauben, dass der Drachenfreak ist. Noch einmal. Ich werde nachsehen. Oh, Rita. Drachenfreak, hm? Was soll denn die Aufregung? Was? Das war's gar nicht du? Ich verweigere die Aussage. Das war schrecklich. Ich konnte nichts mehr ausrichten. Ich bedauere deinen Verlust. Wenn ich den noch einmal sehe, der boxe ich ihn in die Stratosphäre, dämlicher Drachenfreak. Mensch, das ist beängstigend. Ich weiß nicht, was du damit bezweckst, aber es bereitet niemandem von euch Probleme, oder? Sagt es bereits. Ich würde nie etwas tun, was einem von euch schaden könnte. Mhm. Ja, noch irgendwas? Ja, sie blühen zur falschen Zeit. Okay, dann auf zum Gasthof und schauen mal. Hast du irgendwas Neues? Oder sind es weiterhin die Monster von Kevmorg? Nee, das ist aus Gasfarost. Was haben wir noch hier? Tolbykia. Aus Gasfarost. Bla bla bla. Ah, da. Einen schwarzen Hut. Das sind eigentlich alles Orte, wo ich schon, glaube ich, mal war. Tolbykia. Gasfarost. Kevmorg. Ja. Kann ich vielleicht irgendwie was Neues herstellen jetzt? Nö. Was will wir da? Pechschwarze Tinte. Pfeilspitze, Geisterfragment. Rabenschwarze Tinte. Moment. Pechschwarze? Rabenschwarze. Woher kommt das? Keine Ahnung. Na egal. Irgendwann werden wir die Sachen schon machen können. Und wenn ich dafür irgendwann mal Items farmen gehen muss, speichern wir erstmal. Ja, genau. Wir ruhen uns ein bisschen aus und hören jetzt zu, was die Leute so zu sagen haben. So even the Union can't sit still when it knows a princess of the Empire is out on the loose. Then the Dawn knows that I'm a candidate for the Imperial throne too. Yup. That's why he told me to come keep an eye on you. So you're here to observe her? Really? What? Is it just me? Anyway, here I finally catch up with you, and I wind up sticking my foot in that mess back there. It hasn't been easy for old Raven. But why worry so much about Estelle? It's only natural considering the state of things between the Empire and the Union. Each side is trying to feel the other out. The Dawn just wants to keep track of their movements. So, you're all planning on looking for this pharaoh by going to the sands of Kogor? Yes. Do you know what sort of place a desert is?
Well, it's hot and dry, and they've got a lot of sand there. That's putting it lightly. Our plan is to get to the area together first. And then? Then I guess we'll go around and ask where Pharaoh is. I don't even know where to begin commenting on that plan. So it's not just that you don't want to go back to the castle anymore, right? Well... It'd be easier on old Raven if you did, though. I'm just saying. No, I'm sorry, but I have to know the truth behind Pharaoh's words. Huh. Well, the Desier continent actually suits me just fine. Why is that? I've got to go to Nordopolica for another errand I'm running for the Don. Have to deliver a letter to Bellius. Whoa, that's pretty important. That's the boss of the Colosseum and ruler of Nordopolica, isn't it? Technically speaking, he's called the Duce. Do you know what's written in the letter? It's got something to do with those monsters that attacked Dongris. In particular about that Pharaoh chap you all are following. The Don thinks Bellius will know something about that monster. Looks like it just became worth our while to pay this Bellius a visit too. Right. So if you don't mind, Raven here will just tag along with you. That's fine, but you'll have to follow the laws of brave Vesperia. Got it. It's not like I can go join in your guild, you know? Why can't you join Brave Vesperia? It's against the rules for anybody to be in two guilds at the same time. And I guess technically speaking, you are a member of Altosk. What do you mean, technically? So are we done? I'm gonna go get some rest then. Okay. What do you think Rita's gonna do? What indeed? Does this mean we're on our own until we leave tomorrow? Yeah, we'll all meet down at the harbor then. Alter Spitzel. Ja, sagst du nur irgendwas? Was ist los, Boss? Ich weiß nicht, ob ich so genannt werden möchte. Der Boss ist der Boss, wie soll ich dich denn sonst nennen? Nenn mich, wie du mich vorher genannt hast. Das Boss-Ding ist leicht übertrieben. Ich fühle mich blöd, wenn du mich so nennst. Meinst du nicht, dass du dich daran gewöhnst? Vielleicht. Mann, du weißt viel mehr über Gilden als ich, richtig? Das stimmt schon. Der Boss einer Gilde muss ein Vorbild für alle anderen sein. Kann ich denn so eine große Persönlichkeit sein? Mal langsam, niemand erwartet, dass du dir von Anfang an der beste Boss aller Zeiten bist. Du kannst hereinwachsen. Jetzt hat unsere Gilde erstmal einen Auftrag zu erfüllen. Du hast recht, wir müssen erst Teil zu Pharaoh bringen. Also denkst du, wir werden ihn finden? Das genau ist der Auftrag unserer Gilde. Wenn wir es nicht schaffen, bekommen wir keine Belohnung und die Leute verlieren das Vertrauen in uns. So ist es eben. Vielleicht ist diese Aufgabe als erster Auftrag etwas zu schwer. So ist es eine größere Herausforderung, dafür wird die Belohnung umso größer sein. Lass uns das Beste daraus machen. Na gut. Okay. Gucken wir mal, was die anderen zu sagen haben. Ist da jemand im anderen Zimmer nebenan? So, die Mädels und so. Ja, Rita zum Beispiel. Willst du Estelle wirklich helfen, diesen Pharaoh zu finden? Bedingungslos? Sieht so aus. Sagt dieses Ding nicht, dass Estelle ein schales Gift wäre oder so etwas? Jo, ich weiß. Doch so einer Sache kann man ihr wohl nicht sagen, soll das Ganze vergessen. Aber sie darf es auch nicht als Entschuldigung verwenden, sich nicht um die Thronfolge zu kümmern. Genau diese Befürchtung habe ich. Was heißt diese Befürchtung? Genau das passiert gerade. Vielleicht. Aber soll ich etwas zum Schloss schleppen? Ja, genau das meine ich. Es ist ihre Entscheidung und sie muss alleine herausfinden, was sie will. Dir ist klar, dass es zum Kampf mit diesem Pharaoh-Typen kommen kann, ja? Sie wird gar nichts mehr herausfinden, wenn sie stirbt. Sie wird nicht sterben, deshalb begleite ich sie ja. Ach, mach doch, was du willst. Okay. Mache ich sowieso immer. So, gucken wir mal nach draußen. Vielleicht sind auch noch ein paar zu reden. Moment, da war der Repeat gerade neben mir. Wow. Ich sagte doch, ich werde die Dinge auf meine Weise handhaben. Aber ich habe Kumor so einfach fliehen lassen, wie peinlich. Keine Ahnung, wie ich das Fliehen erklären soll. Ich weiß. Wir müssen uns um den Gildenauftrag kümmern und nicht um Kumor. Ja, ich kann aber nicht laufen lassen. Solche Männer lernen nie dazu. Sie werden immer wieder die gleichen Dinge tun. Ich muss etwas unternehmen. Genau zu diesem Zweck habe ich das Reich verlassen und eine Gilde gegründet. Er wird bekommen, was er verdient. Das war ein sehr schönes Gespräch mit Repeat. Oh,
Du gehst zufällig diesen Kamor suchen? Nee, mach nur einen kleinen Spaziergang. Wo warst du? Auch nur spazieren wie du. Dir tut es nicht leid, was du vorhin zu Estelle gesagt hast, oder? Was ich vorhin gesagt habe? Du hast Estelle einige unfreundliche Dinge gesagt, oder? Ach das. Entschuldigung, dass ich dir zuvor gekommen bin. Was? Du bist mir gar nicht zuvor gekommen. Du wolltest ihr doch das Gleiche sagen wie ich, oder etwa nicht? Hast du mir das etwa angemerkt? Für so etwas musst du dich nicht entschuldigen. In Ordnung. Also hast du nicht Kumor gesucht, weil du dich schlecht fühlst, nachdem du Estelle mit deinen Worten verletzt hast? Nein. Glaubst du mir nicht? Du machst dir doch die Gefühle anderer mehr Sorgen, als du zugeben willst. Nein, das stimmt nicht. Ach, wie auch immer. Was ist mit dir? Suchst du ihn etwa nicht? Wie gesagt, ich gehe noch spazieren. So, mal schauen. Wo haben wir denn noch Raven und Estelle? Da haben wir doch Estelle. Ich bin unverbesserlich. Immer wenn ich mir etwas in den Kopf setze, vergesse ich alles andere. Ich verliere alles auf den Blick, was ich eigentlich vorhatte. Ja, das stimmt schon. Nachdem Julius mir das gesagt hat, bin ich zur Besinnung gekommen. Bis jetzt habe ich euch herumkommandiert, als ob es keine Zukunft gäbe. Ja, es könnte schlimmer sein. Wärst du Herrscherin, würde ein Wort von dir ausreichen und das ganze Reich würde nach deiner Pfeife tanzen. Ja, Mit euch zu gehen war wohl die richtige Entscheidung. Tatsächlich? Ich habe viele neue Dinge gesehen. Ich weiß noch nicht, ob ich den Thron besteigen soll, aber ich muss noch viele Dinge in dieser Welt lernen. Und Pharaoh ist eines dieser Dinge? Ich habe Angst davor, aber ich muss erfahren, wer ich bin. Ich muss wissen, was er meinte, als er sagte, ich sei das schale Gift dieser Welt. Klingt, als hättest du dich entschieden. Yuri? Es könnte wieder vorkommen, dass ich euch herumkommandiere. Schrei mich bitte an, wenn ich es wieder mache. Na klar, das ist kein Wesenszug, den man ohne Hilfe einfach abschütteln kann. Da gibt es noch jemanden, der eine harte Nuss ist, also werden wir einfach an ihm unsere Frustration auslassen. Ich gehe zurück zur Gaststätte, bis später. Jojo. So. Wo ist denn der alte Mann? Raven. Wo bist du hin? Hier? Raven? Jo. Ich kann es nicht fassen, dass wir mit dir reisen müssen. Freust du dich etwa nicht? Ich habe schon Schöneres erlebt. Oh, du bist zu mürrisch. Kopf hoch. Stand ich nicht mit euch zusammen im Angesicht des Bösen? Du hattest keine Wahl. Ich habe nicht vergessen, was du am Hafen von Neues getan hast. Das weißt du noch. Manche Leute wissen nicht, wann es Zeit ist zu vergessen. Ich lege da keine Liste mit all deinen Vergehen an. Ich würde auf unsere Reise allerdings gern auf dich verzichten. Keine Panik, keine Panik. Ich werde mich benehmen. Ich habe mich doch in Kiefmog und Gasfrist benommen, oder? Ja, das wäre sicher hilfreich. Du solltest dir lieber Sorgen darüber machen, ob diese alten Knochen mit euch jungen Hüpfern mithalten werden. Du planst bei uns zu bleiben, bis Estelle zum Schloss zurückkehrt? Der Donner hat mir befohlen, das Mädchen im Auge zu behalten. Da habe ich keine Wahl. Klingt nach einer schwierigen Aufgabe. Ich frage mich, ob sie irgendwo den kaiserlichen Rittern übergeben kann. Ich sehe es dir an, alter Mann. Du hast schon wieder böse Gedanken. Nein, überhaupt nicht. Es ist wirklich schade, dass du mit uns reist, aber wir müssen wohl das Beste daraus machen. Hey, was meinst du mit schade? Ach, was soll's. Der großartige Raven geht jetzt zurück zur Gaststätte. Bis später. Und damit hätten wir auch alle Gespräche hier in der Nacht. So viele optionale Gespräche. Wir hätten, glaube ich, auch direkt schlafen gehen können, aber ich will ja so viel wie möglich von dem Spiel zeigen. Wir müssen auch wissen, was unsere Leute hier denken und was sie tun und vor allem, was Repeat von uns hält. Vor allem, wenn Yuri mit Repeat sprechen kann und so. So. Ich möchte schlafen. Yo. Ready to go? What should we do about Rita? That one has her own matters to attend to. That sounds about right. So, first to the harbor and then find a boat? Huh? You mean... Are you coming too? Yeah. Wasn't there something you had to go do? You were going to investigate the air craner, weren't you? It turns out the one at Cave Mock the Commandant asked me to look into has already been researched. I hadn't really made up my mind about which route to take to research the others. So you'll be using us to help with your investigations? Well, there's no guarantee I won't run into trouble like back at Heliord. Anyway, it'll be safer for me this way than going alone. Nice to see your glowing personality hasn't changed. This means we'll be able to travel together again. I'm so happy. Yeah, you know, it's no big deal. Anyway, we were going to the harbor, right? Ah, to be young again, I tell you. You got something you want to say? Whoa! Down, girl! To the harbor, then.
Yay! Wir sind alle wieder zusammen, glücklich und speichernd. Auf zum Hafen. Wobei ich könnte davor mal ein bisschen einkaufen. Vielleicht haben die mittlerweile so ein paar neue Waffen. Schauen wir doch mal. Ein Ritterschwert. Nö, nö. Nö, nicht so wirklich. Ich kaufe ein bisschen Rindfleisch. So. Hier kann ich sicher irgendwas herstellen, aber wie gesagt, nee. Oh, 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 oh. Hier kann ich aber mal was herstellen. Das ist gut. Ja, das machen wir mal. Das stellen wir mal her. Dann... Habe ich nicht den Schlagring? Ja, den habe ich schon. Da, genau, da muss ich gleich auch noch was drauf machen. Was haben wir denn da? Donomos oder Sturmbringer? Nehmen wir das. Das GT kann ich machen. Und das Stachelhalsband. Ja, das sind nämlich noch zusätzliche Ausrüstungsgegenstände. Und zwar hier habe ich einen Schlagring. Der gibt mir halt noch ein paar extra Fähigkeiten. Und der sieht auch anders aus. Also den sieht man im Kampf. Ich kann es wahrscheinlich hier am besten... Also man sieht, sie hat ein rotes Buch, ne? Status. So, da. Rotes Buch. Jetzt gebe ich immer das Hydronomos. Da. Blaues Buch. Also das sind solche Sachen, die sieht man halt auch im Kampf. Diese Zweitwaffen. So, er bekommt sein... Irgendwie ist das schlechter. Und zwar in allen Belangen. Wow. Aber er hat die Sachen gar nicht gelernt, oder? Moment. Was ist denn diese halbe Technik? Ah, deswegen also. Jeder Status wird halbiert. Ach du Scheiße. Weg mit dem Scheiß. So, du bekommst ein Stachelhalsband. Für sie hatte ich nichts und für ihn hatten wir auch nichts. Okay. Ach du Kacke. Gut, dass ich das schon gelernt habe. Oh, Yoder! Oh, it's you all. We meet again. So what's a successor to the Imperial throne doing in a place like this? I've been working with the Dawn to officially seal our Treaty of Friendship. Is it going well? Well, I wish I could say it were going better. I can imagine. That Heracles monstrosity kind of made the Union really not like the Empire. Yes. And now, prominent members of the Empire are voicing their doubts regarding the Friendship Treaty. The conditions the Dawn gave the Empire were for a treaty of equality, after all. And they are certainly not on equal footing with something like that. Yes. Had I known about Heracles beforehand, I could have stopped them. You didn't know about that thing? You're in line to be Emperor. I know, but I have no authority over the Imperial Knights. The Imperial Knights act on orders from the Emperor alone. They do not report to anyone else. Well then, it's easy. Just become Emperor. You mean... Becoming Emperor isn't as simple as that. Why not? To ascend to the throne, one must possess the Imperial treasure, Dane Nomos. But Dane Nomos went missing around the time of the Great War, 10 years ago. Huh. So that's the real story why we still don't have an Emperor. And that's why Rago wanted to get his hands on Dane Nomos. What was that, Yuri? Forget it, it's nothing. Anyway, is it really okay for an Imperial candidate to be wandering the streets like this? I was just on my way to Helior. Ah, that is closer to Dongress than this place is. Negotiations would probably go smoother there. I believe so too. Master Yoder, we should be off. If you'll please excuse me. So, oh, ja. Der Yoda hier, der Meister hat gesprochen und wir suchen uns erstmal jetzt ein Schiff. Die Frage ist, können wir einfach auf das Schiff drauf? Oh? Nein. Gucken wir auf der anderen Seite, vielleicht können wir dort irgendwie ein Schiff klauen. Ich meine natürlich bekommen. Against that many? I wouldn't do that even if I had 9 lives. What's going on? Halt! If you won't do the work I've paid you for, then I want my money back. Add the Indigo Beasts to the blacklisted guilds. Yes, Madam President. Isn't that the woman we met at Dayton Hold? Yeah, that's her all right.
Why do you guys know her? We just met her once a while back. Is she a friend of yours? I wouldn't say I know her. She's the president of Fortune's Market, one of the 5 master guilds. In other words, she's one of the top dogs at the Union. Hey, I just got an idea. What's up, Carol? Maybe she could get a boat for us to take across to Desier. Ja, fragen wir sie doch mal. Well, if it isn't Mr. Yuri Lowell, you've come at just the right time. Huh, I guess those wanted posters really do work. Listen, I've got a job that would be just perfect for you. Hard labor, huh? I like a man who can cut to the chase. As you may have heard, schools of mermen often attack cargo ships at this time of year. Huh? But I thought there was another guild that always served as your escort. It seems the leader of the mercenary guild I hire passed away suddenly, so they aren't available. The other Guardian Guild simply has no backbone. I don't know what to do. What was the name of that Guardian Guild you mentioned? The Blood Alliance. Gee, I wonder what could have happened to them. Oops. You're all as guilty as I am. Hate to disappoint you, but we're in the middle of something right now, so see you around. Wait, Yuri, what about the boat? Did you say boat? We've made a guild of our own. We're called Brave Vesperia. That's a wonderful name. Well then, shall we talk business? Mutual gain is one of the basics of all business, you know. You scratch my back, I'll scratch yours. Sorry, but like I said, we're in the middle of a job. We can't take on anything else right now. We won't call it business then. Let's just say we'll cooperate as 2 guilds helping each other out. That way we won't be going against any guild principles. There are various incentives for getting along with me, you know. Well... Alright, we can talk, but we need to go to Nordopolica. We can't afford any detours. Fine with me. The mermen are only a problem in the waters near here. As long as I get to another port, once we arrive, I won't have any trouble making arrangements with another ship. Wow, she means business. So, do we have a deal? I have the sinking feeling we just got tricked into something. Fortune's Market isn't known as the best group of salesmen under the sun for nothing. This isn't so bad. Now we have a way to cross over to Desier. I'll even throw in a bonus for all of you. Bonus? What do you mean? If we arrive safely in Nordopolica, I'll give you the boat we used to get there. Really? The boat looks pretty beat up, but it's still a good deal. Right? So these mermen must be pretty tough customers if you're willing to part with the boat. I'll leave that to your imagination. Figured as much. Marvelous. We have a contract then. Now that we've settled the details, I'd like you to get to work right away. Just let me know when you've made your preparations. Ja, ich würde es eigentlich jetzt hier nochmal kurz speichern. Warum erkläre ich in der nächsten Folge? Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.